me. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Wir sitzen hier zusammen in Witten, kommen vom Surreal-Wettbewerb und sitzen jetzt hier, um uns noch besser zu informieren, was Surreal bedeutet. Mein Name ist Svea Hüning. Ich komme hier aus dem TuS Bommern, bin hier in Witten geboren und jetzt wohne ich auch wieder hier und leite hier halt eine Surgruppe, vor allem für Erwachsene. Ich komme ursprünglich aus dem Rhönradturnen. Ich habe mit 8 Jahren hier in Bommern Rhönradturnen angefangen und dann zwischendurch, als ich sehr aktiv war, in Heising in Essen geturnt. Ich habe da dann auch das Surreal angefangen. Ich habe das 2011 auf der Weltmeisterschaft, die hier in Deutschland stattgefunden hat, das erste Mal gesehen. Da war so ein Battle, da gab es das noch nicht richtig als Wettkampfformat und fand das ziemlich cool, weil ich beim Rhönradturnen auch immer das Spirale-Turnen am liebsten gemacht habe. Habe ich dann das einfach mal ausprobiert und war seit 2013 aktiv im Wettkampfgeschehen. Ich bin Ina Sommer, in Düsseldorf im Meeresheimer-Turnverein, wo wir das mit dem Sur angefangen haben. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Surreal zu turnen? Das haben wir durchs Rhönradturnen kennengelernt. Wir turnen beide im Rhönradverein bei uns und dann ist Larissa aus Wolfsburg mal zu uns gekommen und hat uns das ein bisschen vorgestellt, weil wir vom Verein her tatsächlich Surreals hatten und dann haben wir es ausprobiert und es hat sehr viel Spaß gemacht, deswegen ja, bin ich auch dran geblieben. Ist das Surreal jetzt spannender zu lernen oder zu turnen als das Rhönrad? Es ist auf jeden Fall vielseitiger. Das heißt, man kann viel mehr daran ausprobieren, ein bisschen was selber überlegen und so, während es im Rhönrad und vielen anderen Sportarten festgelegte Elemente gibt, die man nacheinander macht oder halt aufgebaut. Und im Surreal kann man eigentlich in vielen verschiedenen Elementen anfangen, sich ein bisschen selber was überlegen, einfach ein bisschen nach dem Gefühl raus. Und richtig selbst die Kür zusammenstellen mit der Musik und allem drum und dran, das ist im Rhönrad nicht so möglich. Doch, schon auf jeden Fall haben wir auch Musik und alles. Aber im Rhönrad muss man schon darauf achten, okay, wie komme ich jetzt aus einem Element raus? Seit wann hast du angefangen mit diesem Surreal? Circa vor 2, 3 Jahren. Aber wir sind halt immer nur so bei den Zoo-Weekends in Wolfsburg oder so dabei, weil wir es zu Hause nicht so sehr schaffen. Machst du beidseitig jetzt weiter oder? Ja, also wir kombinieren das Training, Rhönradtraining und Surreal-Training in einem. Das heißt, wir haben 2 Stunden Zeit, dann teilen wir uns selber ein, okay, jetzt möchte ich im Rhönrad turnen und jetzt möchte ich lieber im Surreal turnen. Ja, man muss dann doch ziemlich viel üben. Ja. Kann man das auch mit normalen Turnen oder wenn man normale Übungen macht, auch zum Teil ausgleichen und dann erst aufs Sur gehen? Das hilft auf jeden Fall. Also gerade Kraft ist total wichtig, dann Dynamik und eigenes Körpergefühl auf jeden Fall. Deswegen hilft Turnen oder viele andere Sportarten, gerade Tanzen und so, helfen schon sehr. Ja, das sieht man ja an deiner tollen Kür, dass es dir Spaß macht und vor allem, dass du es auch schon sehr gut beherrschst. Vielen Dank. Alles Gute für die Zukunft. Und jetzt führen Sie selbst Wettkämpfe durch. Natürlich muss man immer gucken, dass der Sport so ein bisschen weiterlebt. Ich selber turne jetzt aktiv keine Wettkämpfe mehr. Ich habe zwischendurch halt auch noch ein Kind bekommen und irgendwann sagt man dann, ich mache beruflich viel und habe jetzt Familie, dann muss ich selber nicht mehr ganz aktiv beim Wettkampfgeschehen mit dabei sein. Aber ich habe halt schon noch Spaß daran, das an andere Menschen weiterzugeben. Und es gibt ja noch nicht so viele Sur-Wettkämpfe und dann haben wir uns das überlegt. Die Idee ist aber eigentlich vom Hauke für diesen Wettkampf.
bin Hauke Naten. Ich habe gar keinen offiziellen Titel jetzt beim DTB und bin auch nicht Ausrichter hier heute. Das hat ja netterweise die Svea übernommen. Aber ja, seit kurzem bin ich im DTB tätig als technischer Berater, was Surreal angeht. Ich selber turne schon sehr lange Surreal. Bei dem besagten Battle 2011 in Arnsberg war ich auch schon als Teilnehmer dabei. Das sind ja jetzt auch schon 10 Jahre, bin ich schon Sur-Turner, kann man so sagen. Und das macht mir nach wie vor Spaß. Und meine aktive Karriere habe ich auch noch nicht an den Nagel gehängt. Trotz des fortgeschrittenen Alters werde ich hoffentlich im Sommer nochmal in New York bei der WM antreten. Wenn natürlich irgendwas in Deutschland Sur-mäßig passiert, dann interessiere ich mich dafür. Ich investiere da viel. Wir sind auch als Trainer bei uns in Fallersleben aktiv und betreiben eine, wenn nicht sogar die größte Jugendgruppe an jungen Sur-Turnern, die wir da versuchen, auf Wettkämpfe vorzubereiten und denen natürlich auch den Spaß an dem Gerät zu vermitteln. Also ist die Zukunft des Surreals eigentlich gesichert? Ja. Es reicht natürlich nicht, wenn jetzt 2 Menschen in Deutschland ganz aktiv daran arbeiten. Das ist natürlich die Masse, die da was investieren muss. Und es gibt natürlich noch nicht so viele Vereine, die das wirklich in ihrem Programm, sag ich mal, aufgenommen haben. Und es wäre natürlich schon schön, wenn das flächendeckender angeboten werden könnte auf die Dauer. Ich bin der Christian, ich bin beim TuS Bommern. Bin eigentlich nur eingetreten wegen Surreal. Übe zwar schon seit längerem dran, aber es hat nie wirklich Klick gemacht. Und dann im Sommer macht es einmal Klick und seitdem bin ich besessen. Das ist doch sehr gut. Die Kür war ja auch sehr schön. Danke. Das war so das Hauptziel, warum ich bei diesem Wettkampf mitmachen wollte. Dass ich die Teile, die ich da geturnt habe, dass ich die für mich kann. Weil ich bin nicht so der Wettkampftyp. Ein bisschen Ehrgeiz muss schon sein. Ich wollte es für mich machen. Nicht der wichtigste Ehrgeiz. Weil wenn man versucht, auf ein Treppchen zu kommen, ist die Enttäuschung manchmal zu groß. Wie kommt man zum Surreal? Ich habe 2011 zum ersten Mal Surreal gesehen. Das war in einem Zirkuszelt. Das hat ein Bekannter von mir aus Berlin hat das dann gemacht. Und ich war so begeistert davon. Der hat zwar jetzt noch nicht viel gezeigt gehabt, aber da habe ich das zum ersten Mal gesehen, war so begeistert, dass ich gedacht habe, boah, echt schön. Und dann irgendwann habe ich dann jemand anderen kennengelernt, der Sur macht, im Varieté etc. in Bochum und habe den dann mal in Basel besucht und dann habe ich es da mal ausprobiert und habe es dann einem Arbeitskollegen gezeigt. Der meinte, ja, meine Frau macht das auch. Und das ist die Svea, die zweifache Weltmeisterin hier. Und dann habe ich sie getroffen und dann habe ich das einfach mal, weil sie hat für die nächste Weltmeisterschaft geübt. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, wenn du Gesellschaft brauchst, dann übe ich selbst mit, weil ich habe ein eigenes Sur gehabt. Das habe ich mir gebraucht. Ja, aber ich habe es eigentlich nie wirklich Erfolg gehabt, weil es ist wirklich schwer zu lernen. Gerade der Anfang ist unheimlich schwer. Aber wenn es dann einmal Klick gemacht hat, dann macht das wahnsinnig viel Spaß. Ja, allgemein ist es einfach eine schöne Körperbetätigung. Ne? Die Körperspannung ist sehr wichtig bei diesem Sport. Ja, schon. So ein paar Muskeln sollte man doch irgendwie mal haben, weil sonst wird es schwierig drin zu bleiben. Ansonsten ist es einfach Spaß, wenn man da so drin ist. Und so ein bisschen durchdreht. Durchdreht. Das ist gut. Vielen Dank. Gerne schön. Vor allem noch viel Spaß. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Wer hat jetzt eigentlich dieses Surreal wieder so richtig präsentiert als Einrad? Ja, das ist auch eine Geschichte, die hat Höhen und Tiefen. Als das Röhnrad erfunden wurde von Otto Feig, da hat es nicht lange gedauert, bis auch jemand auf die Idee gekommen ist, den zweiten Reifen wegzulassen oder beziehungsweise das in 2 zu teilen und einen Reifen zu benutzen. Der sah dem Röhnrad dann schon noch relativ ähnlich, dieser Röhnreifen. Das heißt, er hatte auch Bretter und Griffe und darin wurde auch geturnt. Da gibt es auch Fotos in Schwarz-Weiß aus sehr alter Zeit. Ich weiß nicht die genaue Jahreszahl. Aber das ist dann mit dem Verschwinden des Röhnrades durch dieses Stigma der Nazi-Sportart, ist das Röhnradturnen ein bisschen zurückgegangen und der Röhnreifen ist dabei komplett auf der Strecke geblieben. Der ist, als die Renaissance kam und das Röhnradturnen wieder populärer wurde, ist der Röhnreifen nicht wiedergekommen. Einige Vereine haben noch einen im Keller liegen, sieht man häufiger, aber der ist nicht wiedergekommen. Aber in der Artistenwelt ist dann diese leicht abgewandelte Form des Rhönreifens durch den Daniel Sur beim Sur Festival du Monde in Montreal im Jahr 2005 oder 2004. Ich weiß es nicht genau, ist das wieder bekannter geworden. Also er hat da eine gute Platzierung gelegt und hat da eine schöne artistische Nummer gezeigt mit diesem Simple Wheel, wie er es damals nannte. Da er in der Artistenwelt dieser Begründer dieser Disziplin damit war, hat sich dieser Name dann durchgesetzt, dass es jetzt Surreal heißt, nach Daniel Sur, ein Kanadier. Ist es hier in der Ecke, also im Ruhrgebiet, jetzt schon sehr weit verbreitet? Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Ne? Also
Das ist auf Deutschland schon verteilt. Ja. Ne? Also dadurch, dass es hier natürlich viele Menschen gibt und halt auch viele Vereine und auch viele Rhönradvereine, mit denen wir ja eng zusammenleben im gleichen Verband, haben hier, glaube ich, auch sehr viele Menschen schon mal ein Cyr gesehen oder haben es vielleicht auch schon mal ausprobiert. Aber es ist schon so, dadurch, dass es durch Artistik auf vielen Bühnen unterwegs ist und auch deutschlandweit, europaweit unterwegs ist, haben auch andere Teile in Deutschland die gleiche Dichte an Cyrwheel-Turnern. Also wie Svea gerade schon sagte, wir versuchen natürlich jeden davon zu begeistern, den wir können und den Spaß an dem Gerät zu vermitteln. Aber aller Anfang ist schwer. Also als wir vor 10 Jahren selber so begeistert davon waren, haben wir gedacht, Mensch, das erobert doch alle wie im Sturm. Aber es ist, und das haben wir vielleicht auch unterschätzt, es ist keine einfache Sportart. Der Anfang erfordert Durchhaltevermögen und es gibt auch für Anfänger noch nicht so viele Trainingskonzepte oder ausgearbeitete Sachen und da ist Svea hat da einen großen Beitrag bei geleistet. Man braucht sehr viel Geduld, sehr viel Durchhaltevermögen und am besten halt auch jemanden, der es schon mal gemacht hat, der das auch schon mal durchgemacht hat und davon eben diese Trainerpersonen, von denen gibt es nur ganz wenige in Deutschland. Das ist dann wahrscheinlich die Schwierigkeit, weil wenn man jemand begeistern kann und er kann dann aber nicht zum Training kommen, wie die eine Dame aus Regensburg jetzt, dann wird es schon schwierig, das weiterzumachen, weil wenn man viel fahren muss, ist es ja noch umständlicher, das Ganze. Das ist nicht mal unbedingt das Fahren, sondern natürlich, man muss sich erstmal ein Gerät anschaffen. Also man braucht erstmal ein Cyr natürlich irgendwo, wo man ein Cyr hat. Also es gibt tatsächlich in Deutschland auch vereinzelt wirklich Leute, die sich das privat einfach gekauft haben und dann erstmal geguckt haben, wo sie das machen. Wir haben das damals auch so gemacht. Wir haben natürlich Videos geguckt und haben uns das versucht selber beizubringen. Das ist aber natürlich, ja, bedeutet schon manchmal auch eine gewisse Frustrationstoleranz, die man haben muss. Die Fortschritte gehen halt nicht so super schnell und man kann das immer sehr schön, finde ich, mit dem Rhönradturnen vergleichen. Da ist es so, dass wir halt sehr gut ausgebildete Trainer eigentlich deutschlandweit haben und die Leute dadurch schnellere Erfolgserlebnisse haben können, dass man einen Turner, also ich könnte sie jetzt in ein Rhönrad heute stellen und die Füße festhalten und sie können alleine rumrollen direkt. Und das kann ich, obwohl ich auch schon der Meinung bin, dass ich auch im Cyr ein akzeptabler Trainer bin, kann ich das mit ihnen nicht direkt machen. Ich kann andere Sachen machen mit ihnen im Cyr. Da kann man auch ganz klein anfangen. Nur das muss man erstmal entdecken und erstmal sehen, dass gar nicht vielleicht man dreht einmal sich komplett kopfüber, dass das vielleicht gar nicht das erste Teil sein muss oder das erste, auf das man hinarbeitet, sondern dass die Schritte vielleicht viel kleiner sein müssen. Und deswegen sind wir dabei, auch noch für verschiedene Grundbewegungen im Cyr Konzepte auszuarbeiten, wie man wirklich ganz kleinschrittig die Sachen erlernen kann, dass man nicht so eine große Frustration dabei hat oder nicht so viel Geduld braucht einfach, sondern dass man schneller ein Erfolgserlebnis hat und sagt, ah ja, guck mal, das stimmt, das kann ich schon und das musste ich auch erstmal lernen und dass man nicht direkt das Teil im komplett Finalen sieht, sondern das nochmal in kleinere Schritte Das ist auch die Brücke zu diesem Wettkampf eigentlich. Das ist die Idee hinter diesem Easy Access Wettkampf, dass man eben auch schon sich auf die Bühne stellt, sich vor Publikum und Kampfrichtern hinstellt mit etwas, wo man selber vielleicht der Meinung ist, man ist noch gar nicht so richtig bereit. Man hat noch gar nicht so viel gelernt, wie man eigentlich möchte, um eine komplette Übung zusammenzubauen. Oder vielleicht hat man auch schon gelesen in den Wettkampfbestimmungen vom Deutschen Turnerbund, woraus eine Übung alles bestehen muss und was da alles für Anforderungen stehen. Und wenn man die alle noch nicht erfüllt, das gibt einem natürlich das Gefühl, dass man selber noch gar nicht bereit ist. Und das ist eigentlich die Idee hinter dieser Veranstaltung, dass man die Turner, die das wirklich noch nicht lange machen, die Turnerin, die hier am frischesten noch ist, die macht das erst seit 4 Monaten, hat eine tolle Übung gezeigt. Ich habe den Hauke gesehen bei einem Wettkampf und habe gesehen, wie er geturnt hat und fand das so toll. Und da habe ich gedacht, ja, das möchte ich auch lernen. Wenn er das kann, dann kann ich das auch lernen. Hatten wir uns vom Rhönradverein auch ein Cyr bestellt, dann direkt bei dem Wettkampf, weil das in Wiesbaden war, in der Nähe von dem Rhönradbau. Und ja, dann habe ich im Oktober ungefähr angefangen, das zu lernen. Also ein bisschen mehr als 3 Monate jetzt. Dafür war die Kür aber sehr schön. Dankeschön. Wie oft muss man eigentlich trainieren? In Fallersleben trainieren die ja sonntags und da versuche ich halt, wenn es geht, hinzufahren. Und ansonsten nebenbei, neben meinen Rhönrad-Trainingszeiten, immer mal so ein bisschen auch Cyr zu machen. Aber das ist eher schwierig. Da versuche ich dann schon ein bisschen mehr ans Rhönrad wieder zu gehen. Ich denke mal, einmal die Woche trainiere ich jetzt. Also Rhönrad ist aber im Vordergrund. Also jetzt in letzter Zeit ist das Cyr ein bisschen im Vordergrund gerückt, weil jetzt der Wettkampf auch anstand. Aber jetzt wird auch ein bisschen mehr wieder aufs Rhönrad umgestiegen. Wie groß ist der Unterschied zwischen dem Rhönradturnen und dem Cyrturnen? Sehr groß. Also das sind eigentlich 2 komplett verschiedene Dinge. Man muss nicht unbedingt Rhönrad können, um das Cyr zu lernen. Man hat auch nicht vielleicht unbedingt einen Vorteil, außer wenn man Spirale-Turner ist beim Rhönrad, dann kann man die Spirale im Cyr auch wahrscheinlich besser lernen, weil man die Kraft einfach schon hat. Aber ansonsten sind es 2 ganz verschiedene Sachen.
Ich weiß nicht, ich würde es vergleichen mit Skifahren und Snowboardfahren. Das ist auch beides so unterschiedlich. Alles zwar auf Schnee, aber sehr große Unterschiede. Ja. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für die Zukunft und vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Was muss man so preislich mit so einem Surwheel rechnen? Was kommt da auf einen zu, wenn man das machen möchte? Es gibt mittlerweile verschiedene Hersteller mit verschiedenen Systemen, aber ich glaube, unter 500, 600 Euro kommt man nicht weg. Es gibt natürlich dann auch teure Geräte. Ja, aber das ist dann schon für viele Jugendliche eine Preisfrage. Gerade auch für Jugendliche, die noch wachsen, weil man mit steigender Das wird ja Körpergröße angepasst, natürlich ja. ein größeres braucht. Und deswegen bieten sich Vereine sicherlich an, die dann eben das Gerät anschaffen und dann die Kinder durch die einzelnen Größen schleusen. Das bietet sich an, aber Vereine reagieren natürlich auch nicht sofort auf jeden, der das mal gesehen hat und Interesse daran hatte, geht der Verein nicht sofort los und kauft so ein Gerät. Und das ist so ein bisschen ja, ein Henne-Ei-Problem, was wir versuchen zu überbrücken. Also wir verleihen auch unsere Geräte. Unser Verein hat zum Beispiel eine ganze Menge davon bereits angesammelt, geben Starthilfe da an der Stelle. Die Jüngeren wachsen ja mit der Zeit und dann bleiben ja die Reifen übrig. Dann bedanke ich mich und vielleicht trägt unser Beitrag dazu bei, dass es ein bisschen bekannter wird.